Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im Forum hatten wir die letzten Tage ein paar Mal die Diskussion, wie verschiebe ich Dateien aus dem Input-Ordner direkt in den Zielordner, ohne sie umzubenennen. Das geht natürlich auch über die YAML-Datei und das möchte ich einmal kurz zeigen. Ich habe das schon mal vorbereitet und lade es gerade ein. Und bevor wir damit starten, folgender Hinweis. Im heutigen Editor ist es nicht vorgesehen, den TechName leer zu lassen. Dies hatte ich ja auch in den ganzen anderen Videos schon erklärt, weil er eigentlich als Pflichtfeld gilt. Aber es gibt, wie gesagt, auch Ausnahmen und dies ist eine davon. Deswegen müssen wir jetzt mal hier den TechName löschen und man sieht Folgendes, dass dadurch automatisch die Nummern entfernt werden, die Nummerierung. Und die müssen wir jetzt natürlich händisch für den Moment wieder einfügen. Ich würde im nächsten Release das wahrscheinlich dann rausnehmen. Nachdem wir die Nummern jetzt eingefügt haben, blende ich die nicht benutzten Regeln, beziehungsweise die wir jetzt nicht brauchen, mal aus. Und wir starten mit dem ersten Beispiel. Also Aufgabenstellung ist, wir schieben die Dateien aus einem Importordner in einen Zielordner. Jetzt hier über die Einstellungssource über File nehmen und vorne den Target Folder, in dem Fall mein Scan-Verzeichnis. Und das Ganze machen wir jetzt mal. Das ist natürlich keine Kunst, ne? Weil das ist ein simples Verschieben und wir können aber viel mehr. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal im nächsten Beispiel an. Denn wir können natürlich auch anhand des Filenamens und konkreter Suchbegriffe, wie hier jetzt mit Beispiel 1 und Beispiel 2 aus dem Beispiel Dokumenten, in bestimmte Ordner verschieben. Ordner 2 und 3 in dem Fall. Und wir verwenden Contains, weil ich meine Leerzeichen durch Unterstriche ersetze, durch eine Substitution. Deswegen verwenden wir Contains und True, weil ansonsten er den Begriff natürlich nicht finden kann in dem zusammenhängenden Namen. Ja, und das Ganze machen wir jetzt mal und dann kommt Folgendes raus. Er schiebt die Datei Rechnung in den Ordner 2 und die Datei vom TÜV, wo der TÜV-Bescheinigung, in den Ordner 3. Im nächsten Beispiel wollen wir das Ganze natürlich jetzt ein bisschen ausbauen, weil was nützt uns das alles, wenn wir es nicht richtig nutzen? Und jetzt machen wir Folgendes. Wir suchen nicht mehr im Filenamen, sondern wir suchen im Dokument selber. Und dazu suchen wir jetzt hier Rechnung, schieben wieder in Ordnung 2 und wir suchen TÜV, was ich jetzt hier ein bisschen anders mache, in den Ordner 3. Warum nehme ich nicht TÜV? Weil auf der Rechnung auch der TÜV-Begriff vorkommt. Man sieht es jetzt hier. Und deswegen habe ich hier einen anderen Begriff gewählt, der eindeutig sein muss. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Diesmal also mit Content für Source und Contains werden die Dateien wie vorher auch in den Ordner 2 und in den Ordner 3 verschoben. Ja, wozu machen wir das Ganze jetzt hier? Weil wir natürlich viel mehr rausholen können. Und das geht folgendermaßen. Wenn wir dies verwenden, könnten wir natürlich auch Folgendes tun. Im heutigen Zustand ist es so, dass alle mit verschiedenen Scannerprofilen in verschiedene Input-Ordner scannen und dann dort verschiedene Synoprofile ausgeführt werden, die in die Zielordner verschieben. Jetzt machen wir uns das Prinzip zunutze und verschieben jetzt stattdessen von einem Scannerprofil in den ersten Input-Ordner und von dort mit dem ersten Synoprofil dann in die anderen Input-Ordner der Profile, um dann dort den Suchlauf auszuführen. Bitte probiert das erstmal aus mit einigen Dokumenten, nicht gleich mit allen, damit ihr wisst, dass das funktioniert, und nehmt eindeutige Suchbegriffe. Und zum Schluss, das erste Profil muss mit dem A beginnen, weil die Abarbeitung alphabetisch erfolgt. Also hier nochmal zu sehen, vom Scanner-Profil 1 in den Input-Ordner 1 und dann von da über das Profil in die anderen Input-Ordner. Denkt daran, für das erste Profil, was in die anderen Input-Ordner verschiebt, das Datum zu deaktivieren, sonst habt ihr es doppelt dran. Also wichtig sind eindeutige Suchbegriffe. Prüft es erstmal, ob es funktioniert. Und jetzt möchte ich euch ein negatives Beispiel zeigen. Wenn ich so suche, also dass es nicht wirklich eindeutig ist, Rechnung und TÜV, weil der TÜV im Rechnungsdokument mit vorkam, passiert Folgendes: Er verschiebt bzw. kopiert die Datei einmal in Ordner 2 und einmal in Ordner 3 und die Bescheinigung in den Output-Ordner. Also ich finde die Lösung recht interessant und ich hoffe, es hat euch etwas geholfen und ich hoffe auch, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.